Was haben die Sternbilder mit der Entstehung von Leben im Universum zu tun? Und wie häufig ist Leben eigentlich im Universum? Darüber möchte ich in diesem Video sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und auf diesem Kanal erkläre ich euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wenn ihr wissen wollt, was mich sonst so umtreibt, schaut euch auf jeden Fall meine Webseite nataltraining.de an. Dort erfahrt ihr alles über das fantastische Training, das euch in die Lage versetzt, euren persönlichen Dialog mit dem Universum zu führen und euch davon leiten zu lassen. Ich möchte jetzt ein kurzes Zitat von Burkhard Heim selbst einspielen aus einem seiner O-Ton-Tonbänder. Und davor möchte ich kurz eine Bemerkung machen zu diesen O-Ton-Dokumenten. Wen das nicht interessiert, könnt ihr kurz überspringen, das Kapitel. Also, es sind wirklich Schätze, die sich da aufgetan haben. Es sind Tonbänder von Burkhard Heim aus den Jahren, was habe ich gefunden, 1965 bis 92 circa. Sehr unterschiedliche Qualität und es ist eine große Arbeit, das alles zu digitalisieren. Ich habe, wie manche von euch sicherlich schon mitbekommen haben, 2 kurze Ausschnitte daraus hier auf dem Kanal veröffentlicht. Ich werde noch weiterhin so ein paar kurze, prägnante Zitate von ihm bringen, die ich denke von allgemeinem Interesse sind. Es sind auch sehr lange Vorträge darüber, auch sehr komplizierte Vorträge darunter, die natürlich sehr ins Detail gehen, sehr fachlich sind. Die werde ich nicht auf diesem Kanal veröffentlichen, sondern die werden wir auf dem Kanal der IGAAP zur Verfügung stellen, die interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anormaler Phänomene. Das ist die Nachfolgerin der MUFON-CES, die Hildebrand von Ludwiger noch ins Leben gerufen hatte zu Lebzeiten. Also dort werden auch Sachen zur Verfügung stehen wie die Originalaufzeichnung der Berliner Vorträge, von Heims MBB-Vortrag und einige andere Sachen, die er im Laufe der Zeit so erzählt hat. Die Modelle, die man von der Gravitasmassenanziehung sich macht, die müssen ja gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Man kann nur sagen, es sieht so aus, als ob. Ja. Ja. Und es sieht so aus, als ob eben die Gravitation ein Coulombfeld ist. Es sieht so aus, als ob das elektrostatische Feld ein Coulombfeld ist. Aber es sieht nur so aus, als ob. Ja. Denn in Wirklichkeit ist dieses elektrostatische Coulombfeld nur ein Sonderfall, der leicht zugänglich ist dem Experimentator, eines hintergründigen Vorgangs, den wir Elektromagnetismus nennen. Ja. Nicht? Und die Gravitation erscheint als Coulomb, sieht aus wie ein Coulombfeld. Aber hier steht garantiert etwas anderes dahinter. Es erscheint eben uns nur so in dem Bereich, in dem wir messen. Und das darf man nicht vergessen. Und man muss immer daran denken, dass egal, ob es eine Autorität sagt oder ob es ein Student sagt, letzten Endes alle diese Aussagen nur Metaphern sind für eine Chiffrenschrift, die wir in der Natur sehen, die wir aber nicht richtig lesen können. Weiter ist das Ganze nämlich gar nicht. Und meine Hypothese besteht darin, dass eben egal wer das sagt, dass man eine schnodderige Respektlosigkeit ruhig an den Tag legen sollte. Man sollte ganz einfach sagen, Herr Schaffen, im Grunde genommen sind das alles nur Metaphern, die ihr sagt. Glaubt bloß nicht, dass er daraus ein wirkliches Bild dieser Welt ableiten könnt. Also hier sagt Heim etwas prinzipiell darüber, was physikalische Gesetze eigentlich sind. Er nennt sie Metaphern für etwas, das tatsächlich da ist. Darauf weise ich auch immer wieder hin. Modelle, die man sich macht, das sind nur Modelle. Er nennt es Metaphern, intellektuelle Metaphern. Und er sagt, das sieht in einem Bereich so aus, als ob eben das Gravitationsfeld ein Coulombfeld wäre. Und man kann es im Bereich des Beobachtbaren gut beschreiben. Wie sich die Gravitation unter extremen Bedingungen verhält, zum Beispiel in der Umgebung von sogenannten schwarzen Löchern, darüber habe ich hier schon mal ein Video gemacht, das wissen wir gar nicht. Wir können es nur extrapolieren und das ist sehr gewagt. Und es ist auch sehr gewagt, dass darum diese ganze schwarze Loch-Religion von Stephen Hawking und so gebaut wurde. Ich nenne es wirklich so, weil es ist nur eine Glaubenssache.
niemand war wirklich da und hat das Gravitationsfeld in der Umgebung gemessen. Und jetzt möchte ich euch mal eine ganz andere Interpretation des Gravitationsgesetzes vorstellen, die auch im Einklang ist mit Heims Vorstellung von 6 Dimensionen und von Synchrometrie. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Sternbilder, die auf unseren Sternkarten sind oder von denen man immer spricht, genauso am Himmel gezeichnet sind, wie wir das eben haben? Also die 12 Tierkreiszeichen und einige andere, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, so 30 bis 40, 50. Also die Frage ist, warum haben wir bestimmte Sternbilder zu solchen Gruppenbildern zusammengefasst? Ja, nun kann man natürlich sagen, unsere Vorfahren, die primitiven Menschen der Vorzeit, die nichts Besseres zu tun hatten, als hunderte Tonnen schwere Felsquader hunderte von Kilometern weit zu transportieren und sie so aufeinander zu schichten, dass kein Blatt Papier dazwischen passt, oder gewaltige unterirdische Anlagen zu bauen, die heute gar nicht vorstellbar sind. Also diese primitiven Menschen hatten nichts Besseres zu tun, als in den Himmel zu schauen, und aufgrund ihrer unterentwickelten Gehirnstruktur entstanden dann eben solche Pareidolien. Pareidolien, das ist was, also wenn man Strukturen in etwas erkennt oder zuordnet, was da gar nicht ist. Also wenn man in die Wolken guckt und sagt, die sieht aus wie ein Schaf und die sieht aus wie ein Hund oder was auch immer. Das sind Pareidolien. Also das ist die triviale Erklärung natürlich, die dem Ganzen ihren Sinn abspricht. Aber es gibt vielleicht etwas ganz anderes. Komme ich erstmal zurück nun auf Heims entelechale Schichtung der Welt, der unbelebten Materie konkret. Diese Strukturstufen sind das, was die 5. Dimension ausmacht. Das sind qualitative Unterschiede zwischen den Entitäten, die da existieren. Also am Anfang sind reine Mathematik. Dann kommen so verschiedene Stufen wie aus Geometrie, Vakuumfluktuationen entstehen und dann letztendlich Elementarteilchen, daraus Atome, daraus Moleküle und daraus die sogenannten Makrokollektive, aus denen die unbelebten Gegenstände aus unserer Umgebung bestehen. Ich habe im vorigen oder vorletzten Video schon das einmal etwas erweitert. Nämlich ich habe gesagt, aus den Makrokollektiven müssen wir eigentlich noch eine neue Stufe konstruieren von sogenannter unbelebter Materie. Nämlich Stufe ganzer planetarer Systeme, die also nicht mehr beschreibbar sind mit den einfachen Regeln mit denen jetzt Steine umeinander fallen, sondern es gibt ganze Kontinente, Wettersysteme und eben ganze Planeten. Und das wäre eine neue Strukturstufe, weil man kann die Bewegung eines Planeten um seine Sonne nicht ableiten aus den Gesetzen, die dafür sorgen, dass der Stein einen inneren Zusammenhalt hat. Und jetzt muss man etwas dazu nehmen, weil der Planet als Ganzes, der trägt unter Umständen noch mehr als unbelebte Materie, nämlich belebte Materie und sogar uns. Und das bedeutet, die Gesamtheit eines Planeten ist nicht nur die sogenannte unbelebte Materie, sondern es ist auch seine Ökosphäre und die Prozesse zwischen den Spezies, die Austausche und die Symbiosen, die sich daraus ergeben. Und der Planet als Ganzes ist deshalb etwas Lebendiges, was das Entelechalniveau eines Planeten anbelangt, der Leben trägt, ist das recht eindeutig. Das ist sicherlich höherwertig als das Entelechalniveau eines Planeten, der kein Leben trägt. Das ist sehr eindeutig im synchrometrischen System. Zu diesem Planeten gehört natürlich auch sämtliche psychischen Emanationen des Lebens, das damit zusammengehört. Und deshalb hat der Planet eine Art von Gesamtbewusstsein, können wir es mal nennen. Man muss vorsichtig sein mit diesem Begriff. Er hat eine gesamte psychische Identität. Vielleicht könnte man das Gaia-Bewusstsein nennen oder so etwas. Und jetzt möchte ich das aussehen vom Planeten auf ganze Planetensysteme. Und logischerweise ist ein Planetensystem
in dem Leben vorhanden ist, auch etwas anderes, entelechial gesehen, als ein Planetensystem ohne Leben. Also es gibt ganze Sternensysteme, die leben. Mindestens eins. Ja, sicherlich eine ganze Menge im Kosmos. Aber was bedeutet das jetzt, wenn Planeten und ganze Sonnensysteme lebendig sind? Dann tragen sie nämlich auch eine psychische Qualität. Diese psychische Qualität besteht aus der Gesamtheit der auf ihnen existierenden Lebensformen. Zwar haben die Individuen der Arten und hat insbesondere der Mensch kein kollektives Bewusstsein, sonst gäbe es nämlich keine Individuen, aber es gibt so eine Art kollektives Artgedächtnis und eine Art Archetypus, so könnte man es vielleicht nennen, der also im Hintergrund steht, in dem auch Evolutionsprozesse stattfinden. Und all diese verschiedenen Artbewusstseine, blödes Wort, aber wir sind auf unbekanntem Territorium, da muss man Wörter erfinden, hat Heim ja auch gemacht. All diese bilden aber vielleicht könnte man das Gaia-Bewusstsein nennen, also das zusammenhängende Ganze des Lebendigen auf einem Planeten. Und in diesem kollektiven psychischen Abbild ist alles drin, egal ob Mensch, Moos, Tierchen oder Makromolekül. Psychische Qualitäten haben eine besondere Eigenschaft, die ihr jedes Mal beobachtet, wenn ihr eure Hand von rechts nach links bewegt. Von euch aus gesehen links nach rechts. Nämlich, sie verschieben Wahrscheinlichkeiten in der Materie. Für die einzelnen Elementarteilchen in meiner Hand ist es ungeheuer unwahrscheinlich, dass sie sich alle gleichzeitig koordiniert in diese Richtung bewegen. Aber das ist, was Leben ausmacht. Es fasst die Teilchen zu einem Ganzen zusammen und koordiniert sie und steuert sie. Und was bedeutet es jetzt, wenn astronomische Objekte Qualitäten tragen, die in der Lage sind, so etwas zu tun, nämlich Wahrscheinlichkeiten in der Materie zu verschieben? Unsere Galaxis rotiert um das Zentrum und dabei bewegen sich die Sterne. Diese 100 Milliarden, die allein in unserer existieren, die bewegen sich dabei. Und das ist gar nicht so geordnet, wie man vielleicht denken würde, weil Gravitation sei ja ein einfaches Gesetz. Nein, ihr wisst vielleicht aus Three-Body Problem, allein mit 3 Körpern ist es schon unmöglich vorauszusagen, wie die sich verhalten. Aber mit 100 Milliarden Körpern ist das geradezu ein statistisches Rauschen, was da im Einzelnen passiert. Und statistisches Rauschen zu beeinflussen, ist ein leichtes für irgendwelche psychischen Qualitäten. Nochmal, diese Sternenbewegung, die hat ja auch dafür gesorgt und sorgt immer noch dafür, dass die Sternbilder, die wir heute am Himmel sehen, also die Anordnung der Sterne, dass die ganz anders ist oder leicht anders ist als noch zu historischen Zeiten. Also über wenige tausend Jahre sind da schon Veränderungen sichtbar. Aber in diesem nahezu statistischen Rauschen der Sternenbewegung, die also wirklich kreuz und quer überall hinfliegen, da kommt jetzt plötzlich so eine Qualität ins Spiel, die in der Lage ist, so etwas in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Und das bedeutet, die Sternenbewegung im Universum sind gar nicht so zufällig. In welchem Grade und so, das ist eine andere Frage, aber sie gehorchen nicht bloß den Gesetzen den einfachen Gravitationsgesetzen. Und das ist das, was Heim am Anfang meinte, das Gesetz, das man dem zuschreibt, ist eine Metapher für etwas ganz Einfaches, nämlich das Kreisen eines Objektes um ein Zentrum zum Beispiel oder die Anziehung zwischen Erde und Mond zum Beispiel. In dem Zusammenhang kann man es einfach beschreiben. Und das hat bereits unglaubliche Ungenauigkeiten. Sogar die allgemeine Relativitätstheorie hat noch Ungenauigkeiten, wo sich nochmal zeigt, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Also höhere Wahrscheinlichkeitsfelder, nämlich nichts anderes sind psychische Qualitäten, es sind Felder, die Wahrscheinlichkeiten verschieben, beeinflussen die Sternenbewegung. Und in welche Richtung? Nun, psychische Qualitäten haben Ähnlichkeiten. Die sind nicht messbar, die sind fühlbar sicherlich. Und was bedeutet das jetzt, wenn sich in verschiedenen Sternensystemen ähnliche Formen von Leben und von
von Lebenssymbiosen manifestieren. Das bedeutet, dass die sich psychisch ähneln. Und solche ähnlichen Manifestationen von Leben, solche ähnlichen Sternensysteme würden dazu tendieren, Gruppen zu bilden. Anders ausgedrückt, es gibt ja so etwas wie eine höhere persönliche Präferenz. Und gesetzte Resonanz in gewisser Weise bedeutet hier, das zieht sich an. Das bildet Gruppen. Und über sehr lange Zeiträume sind das also Gruppen von Sternen, die irgendwie zusammengehören. Das sind gewissermaßen wie Familien, in denen die manifestierten Lebensprinzipien sich ähneln. Und jetzt ist es relativ leicht, sich vor Augen zu führen, wenn man in den Himmel schaut, dann wird, gerade wenn man, wie unsere Vorfahren natürlich die intuitiven Sinne viel stärker gebraucht hat, dann werden solche zusammenhängenden Lebensprinzipien intuitiv erkannt und als solche zu Gruppen zusammengefasst. Und deswegen war das nicht Zufall, wie das alles zugeordnet wurde. Vielleicht hat man das mit irdischen Gegenständen dann belegt, aber die Qualitäten, auch für die Astrologie, für die Astrologen unter euch sehr interessant, und darüber werde ich vielleicht nochmal ein separates Video machen, die Qualitäten, die diesen Sternengruppen entsprechen, die hat man intuitiv also zusammengefasst und dann eben gesagt, das ist eben der Schwan oder die Waage und so weiter. Diese Lebensprinzipien sind raum- und zeitlos. Egal wie viele Lichtjahre die physisch entfernt sind, die durchstrahlen gewissermaßen das Universum und unsere Vorfahren haben das eben intuitiv erkannt. Jetzt gibt es noch einen zweiten Aspekt der ganzen Sache, nämlich sozusagen eine Henne- oder Ei-Frage. Wenn Leben auf Planeten lebt, ja, dann sind das bestimmte Qualitäten, die dadurch erzeugt werden. Aber woher kommt denn das Ganze erstmal? Heim hat seine eigene Kosmologie entwickelt. Und in dieser Kosmologie war das Universum, das sechsdimensionale Universum, eine unvorstellbare Zeit lang vollkommen leer. Es gab keine Materie, nicht mal Vakuumfluktuation. Aber es gab bereits die transzendenten Ideen, die ihre eigene Dynamik entfaltet haben. Das deckt sich übrigens mit einem Hindu-Schöpfungsmythos, der auch besagt, das Universum war leer, die Götter waren da und haben sozusagen alles vorbereitet, bevor dann die Welt, also die Materie, geschaffen wurde. Und das heißt nichts anderes, die präformierten Ideen des Lebens, die waren bereits da, bevor es auch nur Materie gab. Vielleicht nicht in allen Details, aber die Idee, dass es Leben geben würde, die gab es. Nun, denk mal dran, was wir wissen über die Entstehung von Sternensystemen und die Entstehung von Planeten. Das waren also, man stellt sich das so vor, sind da große Gas- und Staubwolken, die durch die Gravitationskraft zusammengezogen werden, dann bilden sich so Wirbel und auf bestimmten Umlaufbahnen um den Zentralwirbel bilden sich dann Einzelwirbel und das sind dann also später das Gestirn, das Zentralgestirn und die Planeten. So, und was, wenn dieser Entstehungsprozess von Sternensystemen auch nicht dem Laborgesetz der Gravitation folgt, nenne ich es mal, dieser Metapher. Nämlich wenn im Universum die Idee, dass Leben existieren soll, dass sich Leben manifestieren soll, bereits existiert, dann heißt das, auch hier können Wahrscheinlichkeiten verschoben werden. Und das betrifft auch den idealen Abstand eines Planeten zu seinem Zentralgestirn. Das betrifft auch die Zusammensetzung der Elemente, der chemischen Elemente in so einer Staubwolke und wie die sich zusammen anordnen. Auch Themen wie Rotationsgeschwindigkeit, Vorhandensein eines Mondes und sowas. Wenn also die transzendente Idee von Leben bereits da ist, dann würde die Wahrscheinlichkeit bei der Sternenentstehung, bei der Planetensystementstehung in eine Richtung verschoben werden, die Leben begünstigt. Und das bedeutet nichts anderes, dass die Schätzungen für das Auftreten bewohnbarer Exoplaneten und
insgesamt die Entwicklung von Leben, das Vorhandensein günstiger Lebensbedingungen für die Entwicklung von Leben im Universum viel zu gering angenommen werden. Es müsste wesentlich über der rein statistischen Wahrscheinlichkeit liegen. Und wenn wir mit besseren Teleskopen ins All gucken werden oder vielleicht wenn James Webb-Daten besser ausgewertet werden, werden wir höchstwahrscheinlich feststellen, das sage ich voraus an der Stelle, dass es wesentlich mehr dort gibt, als wir das vermutet haben. Wenn ihr lernen wollt, wie man selber durch dieses fantastische Universum reist, dann schaut euch das Nahtal-Training an. Eines der Dinge, die ihr im Nahtal-Training lernt, ist, dass es vollkommen unmaßgeblich ist, was man glaubt, über das Universum, über die Welt und auch über sich selbst zu wissen. Maßgeblich ist das, was man von höchster Stelle vermittelt bekommt. Und maßgeblich ist, dass man darin vertrauen kann. Und dann erlebt man, sowohl die äußere Welt als auch die innere Welt sind viel großartiger, als man sich das auch nur im Entferntesten vorstellen konnte. Und dann wird man vom Universum selbst geführt und angeleitet, wie man sich darin optimal entwickelt, in Harmonie mit allem anderen Leben und natürlich in 6 Dimensionen und in Farbe.